Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. So, in meinem letzten Video habe ich mir internationale Stars angeguckt, die versucht haben, Deutsch zu sprechen. In diesem Video gucke ich mir deutschsprachige Stars an und Politiker und Sportler, die versuchen, Englisch zu sprechen, und dann werde ich das mal vergleichen. Willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Tanbay. Ich bin im zarten Alter von 18 nach England ausgewandert und habe dort mein Englisch perfektioniert. So, und jetzt geht's los mit dem ersten Promi. Franz is always important for the German football, like player, like coach, like club coach, like national coach, like president, and now he bring the World Cup 2006 to Germany. No, he understand us. He speak our language, language from the players, and he know exactly what the player need, not only in the training, outside from the training, a little bit more like Jürgen Klinsmann. Jürgen Klinsmann was never a player who was close to the team. He liked to go always his way, and Franz Beckenbauer give him one afternoon free, one day free, and he can go out and find himself, and this was the same, very important. He didn't keep us always from the morning to the evening in a hotel. Okay, ich musste hier ein bisschen grinsen und lachen. Okay, das war einfach nur wegen den Untertiteln. So, bevor ich da jetzt hier mal einen Kommentar abgebe zu dem Englisch, möchte ich nochmal daran erinnern, dass ich in meinem letzten Video internationale Stars angeschaut habe, die versucht haben, Deutsch zu sprechen. So, und hier jetzt nochmal ein kleiner Ausschnitt von Katy Perry, wie sie versucht hat, Deutsch zu sprechen. Joachim ist Anja Player. Bei Frauen macht als Klick ziehen lasst Geschieht. So, und wenn ich das jetzt mal vergleiche, dann muss ich ganz ehrlich sagen, dass das Englisch von Lothar Matthäus ziemlich gut war in diesem Clip, okay? Die Untertitel haben das natürlich so ein bisschen lustiger gemacht und so. Und natürlich hatte er einen starken Akzenten, und ja, da waren auch viele Fehler drin, zum Beispiel jetzt ganz am Anfang, wie er gesagt hat, like Player, like Club Coach und so. Ich glaube, anstelle des Wortes like hätte er sagen sollen as a, also ich glaube, er meinte als ein, anstelle von like, weil like heißt normalerweise sowas wie. So, als nächstes gucke ich mir einen Clip an von Heidi Klum, wie sie Englisch spricht. I think I am the same. I would probably say that I'm the most honest. Yeah. You know, I thought he was much harsher, to be honest with you, but he's not really as harsh. We have a lot of fun together, I have to say. He's harsh. And when he gets naughty, then he gets the drink spilled all over him, because I'm not taking it. I like put whipped cream on him already one time because I fell into this thing, or if he gets mad with me, I just dump my water on him. What would you, if you had to do a talent, what would your talent be? Would you, besides modeling? Would you sing? Would you sing a song? I can sing, but not well. I sing in the shower or sing around. I think we have Idris. Usually people close their ears when I do. We have Idris microphones hanging around. If you feel feel like doing anything, just please. Do you want me to sing something, like a German song? You can do it, boys. Yeah. What do you want to sing? A German song? Well, I have one German yodeling song that I could do. Yeah, we'll put an effect on this one. You want to do the chipmunk on this one? Hello? Oh, well, that doesn't really sound much different than from my regular voice. I already have a high-pitched voice. Okay. Das mit dem Effekt musste jetzt wirklich nicht sein, meiner Meinung nach. Aber zurück zum Englisch. Das Englisch war echt super. Das ist jetzt vielleicht auch logisch, weil also Heidi Klum ist ja ein internationales Supermodel. Sie lebt in Amerika oder lebte in Amerika und war auch ja mit Ziel zusammen. Und ich denke mal, die haben viel Englisch gesprochen, logischerweise. Und generell spricht sie ja natürlich viel Englisch. Und das Englisch war echt super gut, muss ich sagen. So, weiter geht's jetzt mit Dieter Bohlen. Yeah, you know, I was between on the 1st of January, I was on Angaga, that is on an island on the Maldives, you know, really far away and nearby India. And I went there with my son, you know, and we had a diving accident. Überraschend gut bis jetzt. Also ich muss sagen, dass er die Länder irgendwie komplett auf Deutsch ausspricht. Also Malediven would be Maldives auf Englisch. Also fast das gleiche, aber naja, aber bis jetzt wirklich überraschend gut, muss ich sagen. Ich gucke es mal ein bisschen weiter an. Because we had the video shooting of a boy group, it's called Touché there. And but everything with my legs is now okay. I can play football now, it's no problem. Who is behind the idea reunite for Modern Talking? Yeah, to be honest, you know, Thomas and I, we met since 4 years, but we told nobody, you know. And
so we become friends again, and I think 3 or 4 months ago, we decided to start Modern Talking again, because we in Germany we have the biggest European TV show. It's called Wetten, dass, and there are in Germany I think everybody's looking Wetten, dass, and also in Austria and Switzerland and Belgium. Everybody's looking Wetten, dass. Everybody's watching Wetten, dass, hat er dann, glaube ich, versucht zu sagen. Und vielleicht ist es jetzt auch gar nicht so überraschend, dass sein Englisch so gut ist, weil Modern Talking hat natürlich auch Songs auf Englisch geschrieben. Die waren natürlich auch international bekannt, wie man in diesem Interview sehen kann, was logischerweise nicht in Deutschland war. Und obwohl das Interview sehr alt ist, es ist von 1998, ich muss wirklich sagen, sein Englisch ist jetzt ziemlich gut. How tall are you? Because very few people, even in heels, have to bend down to kiss me. How tall are you without your heels on? I'm 181. Oh no, can we have that in English? 5'11". 5'11". I don't do the European things yet. Right. Okay, well it's great to have you here. Am I right in thinking you haven't done a talk show in this country before? No. Wow, also das Wort right hat sie gerade super britisch ausgesprochen. Das war bis jetzt der beste Akzent, den ich in diesem Video gesehen habe, muss ich ehrlich sagen. I'm sure I know we've asked you loads of times. Yes, you have. And, well, I just thought there's no reason we need to do a talk show unless, because I'm kind of shy. It's a sort of hell for me tonight. How old were you when you were found as a model? You were still in your 17, teens? yeah. So yeah, I was still in school. No, it was my first night out. I'm from a small town, and Düsseldorf was the next big town in Germany. So I went dancing with my friends, and then this French agent came up and said, could you come to Paris? And I thought, wow, really? Surely it's really dark here. They must not really see how I look like. They must not really see what I look like. Das ist jetzt wirklich das Einzige, wo ich sagen kann, da hat sie vielleicht mal einen ganz kleinen Fehler gemacht, aber der Akzent war super. Die Aussprache, also alles, was sie da gesagt hat, die Geschwindigkeit auch, also sie spricht ziemlich schnell, muss ich sagen, was mich auch sehr beeindruckt. Und bis jetzt, also die beste Person, muss ich ganz ehrlich sagen, das ist bis jetzt die beste Person, die ich mir in diesem Video angeguckt habe. Also der Akzent ist wirklich spitze. Das Englisch an sich wirklich perfekt, muss ich sagen. Okay, weiter geht's jetzt mit einem Interview mit Bill und Tom Kaulitz. Auf Englisch natürlich. Los geht's. How are you? Good, very good. Too alive, but doing good. Okay, good to hear. So did it remind you of when you first started out? Totally, yeah. We kind of it felt like going back to the roots. It was just the four of us, like kind of back in the day when we founded the band in that's like 17 years ago, right? Yeah, super long. Yeah, it felt a little bit like the beginning. We were just being super free and we just did whatever we wanted to do. We produced ourselves, we wrote ourselves, nothing else was important. It was just, we were just focused on making music that we love and that we want to do and nothing else mattered. Okay, nicht schlecht. Das Englisch war schon ziemlich okay, muss ich sagen. Also es ist jetzt nur der Fall, dass ich mir gerade Claudia Schiffer angeguckt habe und die war einfach um einiges besser. Aber schlecht war es jetzt nicht. Ich denke mal, dass eine englischsprachige Person, also jetzt sprich eine englischsprachige Person aus England oder Amerika oder Australien oder so, ich glaube schon, dass die den verstehen würden. So, jetzt gucke ich mir noch einen Musiker an, und zwar Till Lindemann von Rammstein. Los geht's. I was reading an interview with Kraftwerk. Kraftwerk. With hat er da gerade gesagt. Ich muss hier eben schon mal Pause machen. Das machen sehr viele deutschsprachige Menschen meiner Meinung nach. Das Wort heißt with, also mit TH am Ende, und da muss man die Zunge halt zwischen die Zähne stecken. Das ist halt ungewohnt aus deutscher Sicht. Aber darüber werde ich in späteren Videos noch mehr erzählen und dann den Fehler natürlich auch korrigieren und Tipps und Tricks geben, wie man richtig Englisch spricht. Aber jetzt geht es erstmal weiter mit dem Interview. Up to date now, again, and I was reading that interview, and they got the same problem, machine guys and too German, and it looks like the Nazi time, and Germans got a problem with that time, and everything that remember on the old times, the Second World War, and they came instantly up and said, that's Nazi, that's fascism and whatever. But we always try in interviews or in performances to say no,
nothing to do with rap. Okay, wieder muss ich sagen, dass sein Englisch besser war als das meiste Deutsch von den internationalen Promis, die ich mir in meinem letzten Video angeschaut habe. Aber ich habe hier natürlich in diesem Video schon deutsche Promis gesehen, die viel besser Englisch konnten, und bis jetzt war die beste Person Claudia Schiffer, und also Claudia Schiffer war wieder um einiges besser, aber mein Gott, also er muss ja jetzt nicht perfekt Englisch können, und gut genug, um verstanden zu werden, kann er, glaube ich, schon Englisch. Also eine englischsprachige Person würde das meiner Meinung nach schon verstehen. Jetzt vielleicht keine amerikanische Person oder australische Person, aber eine Person aus Großbritannien sollte schon verstehen, was er da gesagt hat, denke ich mal. Okay, als nächstes gucke ich mir noch einen Musiker an, und zwar Ingo von den Donuts. Und zwar interviewt er Tom DeLonge von Blink-182, meine Lieblingsband aus der Jugend. Los geht's. It's good to see you again. Yes, thank you very much. So how's the summer been treating you guys? It's been good, you know. For those do not know, Blink is back together, and we did a big tour in America this summer. And so welcome back. Isn't it weird? Like you guys, well, you sort of split up, but you didn't in the end. Like I guess fans weren't expecting that you guys would split up like completely. So it was sort of a surprise to see you guys got back together, but most of the fans, they were like, you know, it's bound to happen anyway. You know, people thought that we would. We did not say one word to each other for like 6 years. Okay, gibt es etwas, was dieser Mann nicht kann? Also wirklich, der ist Rockstar, Interviewer, also auf jeden Fall zweisprachig, sein Englisch. Also natürlich ist sein Englisch gut. Er hat ja, also die Donuts, die Band, die Donuts, die haben viele Songs auf Englisch veröffentlicht. Vielleicht kennt man die Songs, vielleicht kennt man die Songs nicht, das ist jetzt egal. Aber jedenfalls ist sein Englisch wirklich gut, muss ich sagen. Also nicht nur er kann nicht nur super gut sprechen, er hat auch wirklich, ich glaube, er hat wirklich alles verstanden, was Tom DeLonge da gesagt hat. So, als nächstes kommt eine Rede, die anscheinend auf Englisch ist, von unserer Bundeskanzlerin Angela Merkel. Mr. Speaker, Lord Speaker, Prime Minister, Members of Parliament, Ladies and Gentlemen. First of all, I would like to thank both Houses of Parliament most sincerely for allowing me to stand before you today. I am aware of the very great honor bestowed on me. I am the third representative of the Federal Republic of Germany. Okay, also ihr Englisch ist nicht schlecht, also es ist jetzt natürlich nicht spontan, es ist eine Rede und sie liest das natürlich ab, aber ich muss schon sagen, ihre Aussprache und so ist schon nicht schlecht. Also sie muss jetzt natürlich kein Englisch reden, sie ist natürlich Bundeskanzlerin in Deutschland, okay, aber ich würde sagen, es hilft, wenn sie natürlich Englisch kann, weil, also natürlich hat sie meistens einen Dolmetscher wahrscheinlich, aber jetzt zum Beispiel ist es gut, dass sie das zeigt, dass sie hier auch auf Englisch reden kann. Okay, als nächstes gucke ich mir einen Clip an von Arnold Schwarzenegger, und ja, ich weiß, dass Arnold Schwarzenegger nicht aus Deutschland kommt, okay, er kommt aus Österreich. Trotzdem spricht er natürlich Deutsch und er spricht natürlich auch Englisch, und jetzt gucken wir uns mal einen Ausschnitt von einem Interview auf Englisch an. I can't think of another actor who has got so many catchphrases. All your movies seem to come with a catchphrase. And in the book, it's really interesting. You explain how one of the most famous, the I'll be back, nearly didn't happen. Well, I somehow had a problem when I tried to say I'll be back. Right. The I'll sounded weird to me. So I said to the director, I think that I would say I will be back. Right. And he says, look, let's make it simple. I said, I don't tell you how to act, but don't you tell me how to write. I wrote I'll, and that's what you say. You say, I'll be back. And I'm so happy that he insisted on the I'll be back. Because when the movie came out, you never know when you do the scene that is going to be a famous line or that it will be repeated over and over. So I remember when the movie came out, someone stopped me in New York and said, Arnold, say the line, say the line. I said, what line? And he says, you know, the line from the movie from Terminator, it says, you know, the I'll be back line. I said, I'll be back. He said, no. Say it the way you said it. And I said, I'll be back. So, wie ich gerade schon gesagt habe, kommt Arnold Schwarzenegger natürlich aus Österreich, und ich muss sagen, sein Englisch ist schon wirklich gut. Also er hat schon wirklich viel Fortschritte gemacht. Wenn man sich vielleicht mal den Terminator-Film auf Englisch anguckt, dann sieht das schon merkwürdig aus, meiner Meinung nach. Also sein Englisch ist schon sehr merkwürdig.
Und es ist natürlich auch die Frage, ob er jetzt diesen deutschen Akzent mit Absicht behalten hat. Also klingt er jetzt mit Absicht deutsch, weil wieder ist es Teil von seinem Image, wie auch schon bei bestimmten anderen Promis, wie zum Beispiel Heidi Klum. Okay, als nächstes gucken wir uns mal einen kleinen Englischkurs an, und zwar von dem Otto Waalkes. Los geht's. Beim letzten Mal haben wir gelernt, welche Bedeutung der Artikel für das Geschlecht hat. Also he has war der Hase. Dagegen she has der richtig gut aufgepasst. Skihase ist richtig. Die Ausnahme war The Wizard of Oz. Das war das Wiesel aus dem Osten. Doch jetzt heißt es wieder eBay, eBay, eBay. Üben, üben, üben. Unsere heutige Lektion werden Sie an alle, die gerne telefonieren, und trägt den Titel All About Our Handy. Alles über unseren Hansi. Our Handy is ordered on Thursday. Unser Hansi ist ordentlich durstig. So, und obwohl er natürlich hier Komiker ist und das alles so, hier macht er einen auf lustig und so, muss ich sagen, seine Aussprache hier gerade mit dem Wort Thursday, das war perfekt. Also das TH, er hat jetzt nicht Thursday oder so gesagt, wie es sehr viele deutschsprachige Menschen meiner Meinung nach machen würden, sondern wirklich Thursday, also perfekt. On Friday it was yet delivered. Ein Freibier wäre jetzt gut für die Leber. It's a Samsung, es ist Samstag. His point of interest is a flat rate. In seiner Stammkneipe ist Komasaufen. Boah, okay, ich muss hier jetzt Pause machen. Ich könnte mir das echt den ganzen Tag weiterhin angucken. Also, wie ich gerade schon gesagt habe, ist seine Aussprache wirklich super, super gut. Okay, als nächstes kommt ein Clip von Franz Beckenbauer. Los geht's. I feel very, very sad and very sad because the atmosphere before was great. I like to be in the comedy because I always said it's the United Nations of football, you know. And I hope all this what's happened, all this speculation. I call it speculation because where are the evidences? Speculation hatte der irgendwie gerade gesagt. Speculation, also mehr mit der, also aus deutscher Sicht fast schon wie ein muss ich sagen. Also Speculation. All the speculation, I think it's getting clear very soon. To me, never ever come everybody, somebody and to offer me something for whatever, give me your vote for whatever, World Cup 18 or 22, never. So I don't have the experience, and I repeat, I look forward all these cases and all this speculation. I hope it coming soon to an end. Okay. Wer war jetzt besser, Lothar Matthäus oder Franz Beckenbauer? Meiner Meinung nach Lothar Matthäus. Was denkst du? Lass es mich wissen. Schreib mir einen Kommentar unter dieses Video. Weiter geht's jetzt mit einem Clip von Till Schweiger. A lot of the actors so far have said that he's very much in your face during takes. He watches your face rather than the monitor. No, he's not sitting in front of the monitor. Yeah. He's like an actor, director, you know. He's some directors, you don't even see them. They are shouting from the monitor, you know. He's there, and that energy that he puts on you, it goes into the actor, you know, and you feel very safe because, you know, he knows exactly what he wants, you know, and he doesn't give in until he has what he needs, and you can tell that every single second he knows exactly what he wants to get out of it. Okay, wieder muss ich sagen, das war ziemlich gut. Also Till Schweiger hatte echt gut auch einfach nur so einmal drauf losgesprochen hier jetzt in diesem Interview. Ich bin auch beeindruckt mit seiner Aussprache, also ziemlich gute Aussprache auch. For people who haven't been lucky enough to see the film before, can you tell us a bit about your character and where she fits into the overall story of the film? Mel is somehow like at a point where she's stuck in her life and she doesn't really know, like she's kind of in this permanent guest status in England because her fiancé works here, but she doesn't have a job here, and so she's kind of floating around and is super bored all the time. And and that's at this point she meets Rob's character, and everything changes from there on. Wieder muss ich sagen, sehr gutes Englisch. Wieder muss ich sagen, das war also viel besser als die internationalen Stars, die ich mir in meinem letzten Video angeguckt habe. Okay, als nächstes kommt die Eurovision-Gewinnerin Lena Meyer-Landrut. Welcome. Yeah, thank you. Nice to be here. This is one of those fantastic stories where life suddenly turns upside down. You're studying for your exams. You didn't really tell anyone that you'd applied, did you? No, that's right. You kept it secret. Yeah, because of the fact that I never expect to
to even went to the show, to the casting show. Okay, hier hat sie jetzt gerade went gesagt und sie hätte einfach go sagen können. Also I never expected to go to the show. Aber es ist jetzt okay. Natürlich ist sie jetzt nervös. Das ist wahrscheinlich, ich weiß jetzt nicht, ihr erstes Mal natürlich im englischen Fernsehen hier. Das ist eine Morning Show. Also das wurde morgens, glaube ich, live gefilmt. Und da ist sie natürlich nervös. Also das ist jetzt kein Problem. Did you think you had a chance of winning it? In Eurovision? Yeah. No. Really? No. I mean, it really was a standout song. I mean, compared to all of the other songs, yours was very unique. It was actually very current and a lot more like what is in our pop charts, because I don't know whether it's the same in Germany, but Eurovision has a bit of a stigma attached to it, I guess, as being a little bit fuddy-duddy. Okay, und hier muss ich jetzt wirklich sagen, Respekt an Lena, dass sie da verstanden hat, was die Moderatorin da gesagt hat, weil also ich habe jetzt noch niemals eine englische oder amerikanische oder so Person gehört, die Fuddy-Duddy gesagt hat, okay? Und also für die Moderatorin das jetzt einfach so rauszuwerfen und das einfach so mitten im Satz zu sagen und dass da Lena einfach so cool geblieben ist, finde ich richtig gut von ihr, also Respekt. Also wenn ihr jetzt gefragt hätte, so nach dem Motto, Fuddy-Duddy, was laberst du denn da? Okay, als nächstes kommt ein Interview mit der Sängerin Nena. Los geht's. My very first time in Australia. And so far I met only nice and gentle people. On Sunday I'm gonna go to this famous, beautiful island. Is it Rottnest Island? It's Rottnest Island. Beautiful blue Yes, water. I saw pictures, I got goosebumps. I'm curious about it. I have to bring pictures from my children and stuff, of course. Selfie with a quokka. Yeah. It's hard to believe it's been 33 years since Nina's Red Balloon spent 5 weeks at the top of the Australian charts. Everywhere, the red carpets and platinum albums and whatever. And yeah, I was walking on the street in Tokyo and the people recognized me. That was crazy. Ihr Englisch ist überraschend gut, muss ich sagen. Also natürlich hat sie auch 99 Luftballons auf Englisch gesungen und wie sie gerade gesagt hat, war sie natürlich eine weltbekannte Person, eine weltbekannte Musikerin, aber dass sie jetzt trotzdem noch so gut Englisch sprechen kann. Also das Interview war jetzt von 2017 und ihr Englisch war wirklich gut und sie war hier jetzt auch da in Australien, wie die gerade eben schon gesagt haben, und in Australien haben die natürlich einen sehr starken Akzent und dass sie auch alles verstanden hat, was die Reporterin da gefragt hat, muss ich auch sagen, also finde ich super. Also Respekt an Nena, Daumen hoch. Okay, als nächstes kommt der Schauspieler Daniel Brühl. Yeah, I've never been involved in a movie which deals with such a relevant subject, never in my life. So it is strange, yeah. And you feel an enormous responsibility and weight on your shoulder. But I think Bill Condon, the director, Josh Singer, the scriptwriter, the producers have done a very good job to make a very legitimate approach to that story and to tell a clever, dramatic thriller and to exclude all the speculation, everything which is still not solved, you know, but just focus on the relationship between two guys and then the founding of the organization, the development and the success and then eventually the conflicts that they have. Also perfektes Englisch, muss ich sagen. Natürlich ist es jetzt nicht überraschend, weil er natürlich auch Filme auf Englisch gemacht hat, wie man hier jetzt gerade gesehen hat, okay. Und er muss natürlich auch das Ganze dann auf Englisch lernen und so weiter. Aber der Akzent, also ich habe da jetzt einen ganz kleinen deutschen Akzent mal gehört, aber also wirklich perfekt, muss ich sagen. Ich bin richtig beeindruckt. Und ja, Daumen hoch für Daniel Brühl auf jeden Fall. Also klasse gemacht. Last but not least, jetzt kommt ein Clip von Zazie Beetz. What kind of a name is Zazie? It sounds very Dr. Seussy. Oh, well, it's French. French. My dad saw the movie. It's adapted from a book. The movie is called Zazie dans le métro. But he saw the version that was dubbed into German, where they pronounce it Zazie. So I think the actual pronunciation is Zazie, but my family calls me Zazie. So they went with the wrong pronunciation of the name. Yeah. And now you have to deal with this really all the time. Yeah, it's my... it's your gift. It's my gift, my blessing, my curse. Your albatross and all of those things. Exactly. Well, it's a good name. When your last name is Beetz, do you get free headphones? You know what? So many people have suggested that I enter into the music industry, but it's not. I did guitar when I was 10 and that was it. Okay, aus dem Grund habe ich sie jetzt auch als letztes gezeigt, weil also sie kommt jetzt zwar aus Deutschland, wurde in Berlin geboren, wie sie gesagt hat, aber hat halt sehr viel Zeit in Amerika verbracht und ich wollte jetzt einfach nur mal ein Beispiel zeigen von also wirklich perfektem Englisch. Also es war jetzt besser als Claudia Schiffer, besser als Daniel Brühl
So, und das ist jetzt das Ende des Videos. Falls du das vorherige Video noch nicht gesehen hast, in dem ich mir Stars angucke, die versuchen Deutsch zu sprechen, dann schau es dir bitte jetzt an. Und falls du hier neu bist, dann abonnier bitte, um keine weiteren Videos von diesem Kanal zu verpassen. Und falls du noch Fragen hast oder irgendwelche Ideen für weitere Videos auf diesem Kanal, dann schreib mir bitte einfach einen Kommentar unter dieses Video. Und das war's für heute. Bis zum nächsten Mal. Keine Ahnung, warum ich das gerade mit meinen Händen gemacht habe. Peace, anscheinend.